Du möchtest mehrere Knöpfe gleichmäßig an einem Häkel- oder Strickprojekt anbringen, weißt aber nicht, wie du den richtigen Abstand berechnest? Dann zeige ich dir heute eine ganz einfache Methode. Dafür brauchen wir natürlich die Knöpfe, ein Maßband, eine Nadel und etwas passendes Nähgarn, um die Knöpfe anschließend anzunähen. Als erstes messen wir die Länge des Bereiches aus, auf dem die Knöpfe verteilt werden sollen. Bei meinem Häkelstück sind es genau 40 cm. Ich möchte insgesamt 6 Knöpfe verwenden. Da der erste Knopf ganz oben und der letzte ganz unten sitzen soll, haben wir zwischen den 6 Knöpfen insgesamt 5 Abstände. Das ergibt einen Abstand von 8 cm. Deshalb teilen wir die 40 cm durch 5. Das ergibt einen Abstand von 8 cm. Hier zeige ich euch nochmal detailliert, wie die Berechnung funktioniert. Ihr nehmt die Länge des Strickstücks oder Häkelstückes, dividiert es durch die Gesamtanzahl der Knöpfe minus 1. 6 minus 1 ergibt 5, was den Abständen entspricht. Mein Tipp hier: Ich würde darauf achten, dass das Ergebnis in den Klammern, also 6 minus 1, 5, dass das Ergebnis gut teilbar ist durch die Länge der Arbeit, denn so erspart ihr euch das Auf- und Abrunden der Knöpfe, weil ihr dann eine gerade Zahl erzielt. Das bedeutet, der erste Knopf sitzt ganz oben, danach kommt alle 8 cm ein weiterer Knopf. Ich lege die Knöpfe zunächst an die berechneten Positionen auf. So kann ich kontrollieren, ob die Abstände gleichmäßig sind und ob mir die Anordnung gefällt, bevor ich die Knöpfe tatsächlich annähe. Wenn alles passt, können die Knöpfe anschließend mit Nadel und Faden befestigt werden. Und schon haben wir unsere 6 Knöpfe gleichmäßig auf 40 cm verteilt. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, wie ich die Knöpfe mit Nadel und Faden an einem Häkelstück befestige, dann schaue dir gerne mein bereits veröffentlichtes Video dazu an. Dort zeige ich dir meine einfache und anfängerfreundliche Methode Schritt für Schritt. Den Link zum Video findest du hier in der Beschreibung und natürlich auch als Einblendung im Video. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal!